Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und das ist Teil 3 meiner Krita-Reihe. Krita Diffusion. Teil 1 haben wir schon mit der Installation, Teil 2 mit dem Generate-Bereich und in diesem Video, das wird wahrscheinlich relativ schnell gehen, möchte ich euch mal den Upscaling-Bereich zeigen. Ich erstelle als allererstes ein neues Bild, nehme Albedo und sage wieder Watercolor Painting of a Female Assassin wearing a dark coat. So, mache Generate. Das war jetzt so der Inhalt des zweiten Videos. Ne? Haben wir uns diesen Bereich hier angeguckt. Jetzt nach dem Installieren zeige ich euch mal eben, das sieht ganz gut aus. Das nehmen wir und wir wechseln hier von Generate to Upscale. So, dann kriegen wir diese Ansicht. Hier oben können wir uns ein Upscaling-Model aussuchen. Das sind Models, die findet ihr auf, das ist noch vom alten Video, hier, auf openmodel.db. Ne, openmodeldb.info, Entschuldigung, falsche Aussage, das ist es. Hier könnt ihr euch die Upscaling-Models runterladen, wenn ihr von ComfyUI kommt oder so, kennt ihr das sowieso. Das sind reine Upscaler. Ihr könnt hier oben ein bisschen filtern und euch das entsprechende raussuchen. Ich benutze gerne den Full HD Remarquee, auch in ComfyUI. Wo kommen die ganzen Dinger hin? Es gibt ja hier neben diesen Styles dieses kleine Zahnrädchen. Und das gibt es hier unten auch, weil hier können wir noch einen Style auswählen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier drauf. So, ihr seht in den Styles, hier gibt es einen Model Checkpoint Ordner. So, da sind die ganzen Stable Diffusion Models drin. Wenn ihr aber auf den Models Ordner hier oben klickt, dann seht ihr hier einen Ordner mit Upscale Models. Und hier müsst ihr die dann reinpacken. Ne, das ist in dem Installationspfad, wo ihr also entweder eure ComfyUI-Instanz habt oder wie ich in einer separaten, von Krita gemanagten ComfyUI-Instanz. Alles abgedeckt im ersten Video, keine Sorge. Dann habt ihr hier den Models-Ordner, wo die ganzen Dinger reinkommen. So, ich wähle Remarquee aus. Hier können wir noch die Skalierung angeben. Ich sage aber mal 1,5, nicht 2. Im Moment sind wir noch auf, das sehen wir hier, Image, Resize Canvas. Hier sehen wir 1024 x 1024. Mich stört dieser Brush. So. Genau. Refine Upscaled Image ist per Default an. Ist im Prinzip nochmal ein Second Pass nach dem Upscaling. Das ist so, als würdet ihr im ComfyUI Upscale Using Model oder wie das heißt benutzen und dann das Ganze nochmal durch einen Sampler mit einem geringeren Denoising schicken. Das ist dasselbe. Wir nehmen auch hier das Albedo Base Model. Mit der Stärke ist das Denoising gemeint, Image Guidance. Ich lese es mal vor, ich weiß, ihr seht es nicht. Aber when enabled, the low resolution image is used as guidance for refining the upscaled image. This produces results which are closer to the original image while enhancing local details. Ich lasse es mal auf Default. Ne? Die Stärke hier des Denoisings könnt ihr einstellen. Image Guidance habe ich noch nicht mit rumgespielt. Auf jeden Fall 50% wird sich dann am Original gehalten, wahrscheinlich irgendwie. Genau. Tile Overlap. Bei größeren Bildern würde das wahrscheinlich, also es passiert automatisch, aber ihr könnt ja auch noch selber was eingeben. Bei größeren Bildern werden die einzelnen Fragmente, also es werden Teile rausgeschnitten, wie zum Beispiel hier so 4x4 oder so. Und die werden dann geupscaled. Das passiert ja aber automatisch und funktioniert auch ziemlich gut auf Automatic. Und wir können hier noch sagen, ob wir den Prompt anmachen. Wenn wir das allerdings machen, erscheint hier diese Warnung, in der steht, dass ein Upscaling ohne Region Definition, und Regions kommen wir noch zu, nicht gut ist, weil wir nur einen Prompt für das gesamte Bild haben, beziehungsweise wenn Tiles erstellt werden. Ne? Also nehmen wir mal an, es wird hier in 4 Stücke geschnitten und jedes Stück wird für sich hochskaliert, dann kann es Probleme geben, wenn wir nur diesen einen Prompt haben, weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier unten so den unteren rechten Bereich, kann ich das mal eben so grob markieren, irgendwie, wenn jetzt das ein Teil wäre hier und wir würden sagen a Female Assassin, dann haut das ja nicht hin, weil hier sehen wir nur den Code, wir sehen ein Bein und sowas. Ne? Deswegen das lieber auslassen. Wir drücken hier aber mal auf Upscale. Wir sehen, das Bild ist schon größer geworden. Das war hier oben der Upscaler, der das jetzt um den Faktor 1,5 vergrößert hat. Und jetzt geht nochmal Stable Diffusion drüber
und refined das Ganze. Und es dürfte fertig sein. Ich glaube, der letzte Step hier fehlt immer. Ah ne, jetzt ist es fertig. Genau, das irritierte mich immer, dass der Balken halt einfach voll bleibt. So. Und jetzt haben wir ein Refinement gemacht. Es ist nicht besonders gut geworden. Es war vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, das würde ich gerne nochmal machen. Wir sagen Remove Layer und nehmen mal ein bisschen die Denoise runter. Vielleicht nur auf 20%. Sagen nochmal Upscale. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, falls ihr es bemerkt habt. Ich hätte auch rückgehen müssen. Jetzt haben wir es nämlich nochmal um 1,5 hochskaliert. Ist aber egal. Machen wir einfach. Ne, wir hätten einfach mit hier Steuerung Z bzw. Undo erstmal wieder auf die Original-Canvas-Größe zurückgehen müssen. Wir gucken trotzdem mal, was passiert. Einer läuft noch. Wahrscheinlich wird gerade das Decoding der Tiles durchgeführt. VAE Decoding. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. So. Und das ist im Prinzip schon die Upscaling-Funktion hier im Krita AI. Es ist, als würdet ihr Upscale Using Model im ComfyUI benutzen. Wir gucken uns nochmal die Canvas Size an. Wir sind jetzt bei 2304 Pixel von 1024 hochskaliert. Und damit kann man wahrscheinlich schon weiterarbeiten. So, das war das. Im nächsten Video werden wir was ganz Cooles sehen, und zwar den Live-Modus. Viel Spaß schon mal mit den ersten Varianten hier, die wir jetzt durchgegangen sind. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut und tschüss!